again to show. Mikrofone können ziemlich scheiße sein, wie ihr gerade hört. Und deswegen wird auch Zeit für uns, bessere Mikrofone zu haben. Und so habe ich die Gelegenheit, dass Razer das neue Mikrofon vorgestellt hat, das Razer Siren, und eins bestellt. Ja, und dann wechseln wir doch besser mal auf das Mikrofon, ne? So, ihr Muschis, hört sich doch schon besser an, gell? Ja, über die Mikrofonqualität könnt ihr euch noch nachher genauer überzeugen. Ich mache da noch ein paar Vergleichsaufnahmen, ob nah und fern und verschiedene Modi. Auf jeden Fall, das Mikrofon kam an, die Verpackung sieht sehr, sehr hübsch aus. Wenn man es auspackt, dann kommt auf erstes eine Anleitung, eine kurze, und ein kleines Papierchen. Dann ein USB-Kabel. Und das USB-Kabel finde ich schon sehr, sehr geil. Man nimmt es in die Hand und es ist fest und lässt sich nicht sehr leicht verbiegen. Auf jeden Fall ein super Kabel. Ich bin leicht zu überzeugen. Dann das Mikrofon in verdammt viel Schaumstoff. Also, wenn da irgendwas passieren würde, das würde mich schon sehr wundern. Auf jeden Fall perfekt verpackt, sehr schön. Könnte man theoretisch auch als Reisetasche für das Mikrofon nehmen, wenn es nicht so groß wäre. Also vielleicht beim nächsten Mal Razer. Ja, wenn man das Mikrofon dann an den Computer anschließt, installiert sich's relativ sofort. Wenn man Synapse schon installiert hat, ist alles kein Problem. Erkennt Windows 8.1 als Mikrofon. Wenn Synapse noch nicht installiert ist, dann denkt Windows, es installiert was, aber das Mikrofon funktioniert nicht so recht, und da arbeitet aber Razer noch an dem Fix, das zu ändern. Dann im Großen und Ganzen, das Mikrofon ist einfach wunderschön. Da hat Razer großartige Arbeit geleistet. Es ist massiv, es ist wertig. Die komplette Verarbeitung kann man sich nicht beschweren. Das Design ist wunderschön. Und auch das Standbein, was dabei ist schwer und stabil, und da kann nichts passieren. Auf jeden Fall die 170 Euro oder was es war, auf jeden Fall wert. Man spürt, dass man viel Geld ausgegeben hat für ein Mikrofon. Das merkt man, und das ist toll. Gut, kommen wir zu den Anschlüssen an der Unterseite. Da findet man eine Verankerung für die für Ständer anderer Hersteller. Dann ein Mini-USB-Anschluss, ein Audioausgang, also für Kopfhörer, ohne Latenz, was für Mikrofone dieser Klasse für ziemlich ungewöhnlich und auch verdammt gut und geschickt ist. Da man sich ja immer gern mal selber hört, wie das jetzt klingt, weil sonst muss ich immer aufnehmen, und mit Latenz ist ziemlich scheiße. Und ein An- und Ausschalter für die Beleuchtung hier vorne. Apropos Beleuchtung, auf der anderen Seite von dem schön leuchtenden Razer-Logo hat man ein OLED-Display, auf dem angezeigt wird, welche Lautstärke man, also die Lautstärke, die man als letztes verändert hat, wird angezeigt. Sei es vorne an dem Lautstärkeregler, der die Kopfhörer regelt, oder hinten, wo man die Mikrofonlautstärke einstellt, am unteren. Oder und dann natürlich der Modi, auf dem man gerade die Lautstärke geändert hat. Genau, die Modi. Die sind was ganz Besonderes bei dem Razer, denn man hat zum einen Cardioid, was die meisten Mikrofone, gerade für YouTuber und so weiter, haben, dass nur die Stimme nach vorne prägnant ist und alles Mögliche drumrum und dahinter herausgefiltert wird. Dann hat das Razer Siren aber auch den Modus Stereo, wo man dann hören kann, ob ich rechts vom Mikrofon bin oder links davon. Ja, dann Omnidirectional, was wirklich jedes Geräusch um das Mikrofon herum aufnimmt, oder Bidirectional, für Interviews, also für zwei Leute, die zum Beispiel gegenüber sitzen. Der eine auf der einen Seite vom Mikro, der andere auf der anderen Seite. Das ist an sich ziemlich genial, dass sie so viele Sachen in das Mikrofon einpacken, aber auch
leicht überflüssig. Denn was ist denn die Zielgruppe für Leute, die dieses Mikrofon kaufen? Ich würde mal sagen, Razer, ein Game-Hersteller, würde ich vermuten, dass der Großteil der Leute, die dieses Mikrofon bestellen, Let's Player sind. Die verschiedenen Modi sind gerade dafür da, um Instrumente aufzunehmen oder Gesang oder gerade Omnidirectional für Conference Calls. Und für Interviews wäre es eigentlich sowieso geschickter, 2 Leute zu verkabeln, dass man 2 Mikrofone hat und nicht 1. Deswegen glaube ich, dass wenn Razer das nicht so gemacht hätte und sich nur auf den Cardioiden-Modus beschränkt hätte, dass die Qualität des Mikrofons noch besser gewesen wäre, als sie sowieso schon ist. Ja, und dann würde ich sagen, probieren wir ein bisschen was aus, wie das Mikrofon ist, wenn man nah dran ist, wenn man weiter weg ist und die Modi zeige ich euch. Um den Idealfall zu demonstrieren, benutze ich den Cardioid-Modus und gehe nah ans Mikrofon, wodurch natürlich die beste Klangqualität entsteht. Das nächste wäre etwas weiter weg vom Mikrofon in zurückgelehnten Haltung im Schreibtischstuhl. Ich schätze, es ist vielleicht ein halber Meter zum Mikrofon, eventuell etwas mehr. Ist aber, denke ich, wahrscheinlich die am häufigsten benutzte Variante. Und hier ist es natürlich auch am meisten rausgefiltert. Tippen auf der Tastatur, das würde dann so klingen. Also es ist zu hören, auch die Vibration durch den Schreibtisch in das Mikrofon von der Tastatur, aber immer noch am wenigsten im Vergleich zu den anderen Modi. Das wäre dann jetzt der omnidirektionale Modus. Wie ihr hören könnt, kann man alle Umgebungsgeräusche hören, inklusive Rechner nebenan und natürlich auch eventuelles Tippen auf der Tastatur. Und der Stereo-Modus gefällt mir aber auch ziemlich eigentlich, da es wirklich interessant ist, sich in Stereo zu hören. Ob man jetzt links oder rechts voneinander ist, wird anscheinend eher bei Duetten oder so, wenn man ein Duett singt, verwendet. Aber gut, werde ich wahrscheinlich nicht machen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. In Zukunft wird das auch mein primäres Mikrofon natürlich sein und hoffe, es hat euch gefallen. Ciao.